wir das hin spontan? Jetzt hier? Ja. Mailand oder Madrid? Hauptsache Italien? Ja. I don't know. Ich weiß es nicht. Entgegengesetzt aller Kritik, die wir dafür bekommen haben. Sorry, aber ja, war es doch ein super Erlebnis. Ja, aber erstmal war es ganz schön kacke. Sollen wir das machen mit dem Frage-Antwort? Kriegen wir das hin spontan? Jetzt hier? Ja. Ja, können wir machen, klar. Während ich abbaue? Ja. Fang doch mal an. Fang doch mal mit der ersten Frage an. Die erste Frage ist immer dieselbe, nämlich, was sind die Pläne? Wo soll es hingehen? Wollt ihr vielleicht noch nur im Mittelmeer bleiben oder soll es vielleicht auch noch mal rausgehen? Das sind ja schon 4 Fragen. Tja, aber war die Frage. Soll ich jetzt antworten? Ja. Gut. Wie soll es weitergehen? Wer bei uns dabei ist auf dem Kanal, der hat ja mitgekriegt, dass dieses Jahr auch wieder nicht läuft, wie geplant. Das heißt, ich muss häufig und spontan in Deutschland sein. Und deswegen können wir nicht mal die nächsten 2 Monate sehen, was da passiert, außer dass ich viel unterwegs sein werde. Das heißt, die nächsten 2 Monate sind wahrscheinlich noch hier im Hafen und dann hoffen wir als allernächstes Menorca anlaufen zu können, weil das kennen wir noch nicht. Und mittelfristig, wenn es irgendwie klappt, Italien. Und dann sind wir uns aber noch nicht so ganz einig. Nicht mal, wo wir den nächsten Winter verbringen. Okay. Warte. Warte. Ja, willst du jetzt übernehmen? Warte. Kommt noch was? Muss noch was? Kommt noch was raus? Ja, sonst komm du hierher. Dann kannst du jetzt hier übernehmen. Die Frage war zum Beispiel, ob wir noch über den Teich wollen. Klar, irgendwann wollen wir bestimmt auch mal noch über den Teich. Aber aufgrund der Umstände, die sich jetzt letztes und dieses Jahr bei uns ergeben haben, wir nehmen es, wie es kommt. Und wie Christoph ja eben schon sagte, er ist jetzt auch erstmal noch mal wieder viel in Deutschland oder wir, wie auch immer. Und wir nehmen es, wie es kommt. Wir machen jetzt keine Pläne. Das macht im Moment keinen Sinn. Aber irgendwann möchten wir gerne über den Teich, über den kleinen, also sprich Atlantik, über den großen, sprich Pazifik. Das ist alles schon noch irgendwann angedacht. Genau. Irgendwann. Aber alles zu seiner Zeit. Und die Zeit ist nicht jetzt. Ja. Wo sind wir vielleicht nächsten Winter? Es gibt eigentlich nur 2 Optionen aus meiner Sicht, oder? I don't know. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir in Italien. Sizilien, wenn dann, oder? Ja. Sizilien ist Italien. Ja. Meines Wissens. Mailand oder Madrid. Hauptsache Italien. Ja, oder so. Genau. Genau. Also nächsten Winter sind wir vielleicht in Sizilien. Bei. Ist das auf? Sagt man da auf Sizilien? Weiß ich nicht. Vielleicht sind wir nächsten Winter aber auch Kanaren. Ich schalte mich mal zu. Also aus meiner Sicht gibt es, glaube ich, 2 realistische Ziele für den nächsten Winter. Ist entweder Sizilien, weil es da relativ warm ist und dort auch eine Marina ist, wo gute Communities sind. Oder es gibt mehrere davon. Oder tatsächlich die Kanaren, was natürlich bedeutet, dass man aus dem Mittelmeer rausfährt und dann ist offen, ob man tatsächlich wieder reinfährt oder ob es weitergeht. Also so viel zu eurer Frage, wie geht's weiter? Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Aber schön und spannend geht's weiter, das wissen wir. Genau. Und warum sind wir so entspannt, obwohl wir nicht wissen, wie es weitergeht? Ich könnte ja jetzt sagen, weil wir keine Wahl haben. Was meinst du damit? Weil wir Weil wir keinen Zeitdruck haben. Zeitdruck haben. Genau, ja, das stimmt natürlich. Wir haben keinen Zeitdruck. Wir haben mehr als nur 1 oder 2 Jahre Zeit, jedenfalls hoffentlich. Und deswegen haben wir nicht eine Route, die wir abfahren, Punkte, die wir sehen wollen, sondern es entscheidet sich mehr oder weniger immer so 1, 2 Monate im Voraus, was wir als Ziel haben oder vielleicht so ein grobes Jahresziel. Aber wir haben auch gemerkt, dass sobald wir ein Ziel haben, dann und dann, dort und dort, dann geht irgendwas schief. So auch jetzt. Wir wollten nach Italien, jetzt kommt wieder alles anders und deswegen machen wir eigentlich keine Ziele mehr, sondern lassen das so ein bisschen auf uns zukommen. Das Ziel ist, an schönen Orten zu segeln und zu leben und das tun wir. Reisen statt Rasen. Genau.
uns auch häufiger gestellt wird, ist das eigentlich viel Arbeit mit dem YouTube. Das wird gerade häufig von Leuten gestellt, die selbst losfahren wollen und die hoffen, ein paar Euro damit zu verdienen. Also es macht wahnsinnig viel Arbeit. Ihr seht auch, man braucht relativ viel Equipment. Hier zum Beispiel ein Stativ, eine Kamera, aber das ist noch lange nicht alles. Festplatten, gute Computer. Also es ist eigentlich ist es eher ein teures und zeitaufwendiges Hobby. Wir machen es deswegen, weil es eben für die Familie am Anfang interessant war. Also wenn du nicht sowieso mit Videoschnitt und so Ähnlichem zu tun hast, sondern das ganz fremd für dich ist, dann wirklich kann ich nur sagen, weil ich mache die Schnitte. Es ist echt nicht einfach, schöne, ansprechende und gute Videos zu machen. Man muss da echt Bock drauf haben. Wenn man Bock drauf hat, dann auf jeden Fall viel Spaß dabei. Nur wenn du nicht wirklich Bock dazu hast, dann würde ich mir das zweimal überlegen. Es geht sehr viel, es ist ein Zeitfresser, ein absoluter Zeitfresser. Es nimmt einem auch viele schöne Momente. Und über das Finanzielle gibt es von Wir segeln ein Video, da hat sie mal erklärt, wie die Einnahmen sind bei YouTube. Und ich glaube, wenn du das mal gesehen hast, dann denkst du auch mal ein bisschen drüber nach. Uns geht es nicht darum, dass wir keine Mitbewerber haben möchten. Es ist nur wirklich, die Frage kommt oft und wir tun sie halt auch ehrlich beantworten. Ich würde es nicht nochmal machen. Ich würde es nicht nochmal machen. Wenn ich heute wüsste, wie viel Aufwand das ist, würde ich sagen, nö, mache ich nicht. Also ich hatte ja gerade gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie viel Aufwand das ist, würde ich es nicht nochmal machen, das Video. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt und es gibt auch sehr schöne Momente. Übrigens nochmal, genau, ich mache erstmal den Satz fertig. Es gibt auch sehr schöne Momente und tolle Rückmeldungen von euch. Und das ist natürlich das, was einen dann auch immer ein bisschen weiter treibt, da doch weiterzumachen. Wir möchten uns bei euch bedanken. Wir möchten uns bei euch bedanken für eure Unterstützung, für die wirklich positiven Reaktionen auf unsere Videos, für die sehr konstruktiven Kommentare. Auch wenn das Kritik ist sie eigentlich immer konstruktiv und da freuen wir uns sehr darüber. Wir sind normale Menschen, wir sind nicht perfekt und wir machen auch Fehler und das kann auch sein. Und dann freuen wir uns, wenn jemand kommt und sagt, naja, das ist ja ganz nett, aber vielleicht nicht so ganz richtig, probiert's mal so. Das ist super, da freuen wir uns wirklich sehr und das macht uns dann auch sehr viel Spaß und ich denke auch, dass viele davon lernen können. Genau, also immer gerne rein in die Kommentare. Und wir freuen uns, wenn es weiter so bleibt. Genau, wir haben ja auch den einen oder anderen von euch auch auf der Messe, auf der Boot in Düsseldorf getroffen, was auch mal ganz toll war, eben außerhalb des Freundeskreises Rückmeldungen zu bekommen. Und wir haben einen tieferen Einblick bekommen, was euch beschäftigt, was eure Fragen sind, was eure Themen sind. Und freut uns natürlich auch, wenn wir darauf eingehen können. Marion hat gesagt, setz dich da mal hin. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Was kommt jetzt? Flopperstopper. Flopperstopper. Die nächste Frage war, was ist aus dem Flopperstopper geworden? Der Flopperstopper ist nach wie vor unsere Erfolgsgeschichte, will ich gerade sagen. Also wir haben ja auch viel Kritik dafür bekommen, der würde nicht funktionieren. Ich kann nur sagen, für uns bricht er die Spitze des Unangenehmen ab und macht es damit angenehm an Bord. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Kuchenblech zu organisieren, dann baue ich mir einen zweiten für die andere Seite, den ich dann am Mast aufhänge. Also er funktioniert nach wie vor prima. Hier im Hafen brauchen wir ihn allerdings im Moment nicht. Er wurde ja auch eingesetzt, Ibiza, kurz bevor ich das Boot verlassen hatte, hatten wir eine ziemlich heftige Nacht und da haben wir den auch eingesetzt und das war super. Ich war froh, dass wir den dabei hatten und dass wir den eingesetzt haben, weil das war ein echtes, wahnsinniges Geschaukel. Flopperstopper, super. Video wird hier verlinkt, wenn du nicht weißt, worum es geht und Top-Empfehlung, bau dir das Ding, weil das bringt einfach was. Oder kauf das Professionelle, das kann man auch machen. Aber es bringt was. Auch entgegengesetzt aller Kritik, die wir dafür bekommen haben. Sorry, aber es funktioniert trotzdem. Es funktioniert trotzdem. Übrigens heute auch ganz interessant, ich in Langarmen, Christoph schon in T-Shirt,
T-Shirt, Shorts und Flipflops, ne? Na, welche Frage? Was war letztes Jahr dein schönstes und dein schlimmstes Erlebnis? Blödestes? Blödestes, ja. Das schönste Erlebnis ist ganz schwierig zu sagen, weil das hängt immer davon ab. Schönste Örtlichkeit, würde ich sagen, Formentera, das blaue Wasser. Und Algamica Chica in der Nähe von Cartagena, weil wir dort das erste Mal so richtig geankert haben, über längere Zeit, alleine. Seglerisch war der Weg von Cartagena Richtung Formentera, der erste Teil. Da hatten wir sehr kräftigen Wind und kräftig Welle. War schön. Blödeste Erlebnisse habe ich 2 gehabt. Das eine war nachts von Mallorca hierher zu fahren ans Festland. Dort war ich alleine unterwegs und ich hatte deutlich mehr Wind als erwartet, 32 Knoten von vorne, und ich hatte eine angeknackste Reffleine im Groß. Und das hat dazu geführt, dass ich die Segel nicht stellen konnte, wie ich wollte. Das war nachts um 3. Ich hatte relativ viel Schiffsverkehr um mich herum, Frachter, Fischer, Segler. Und ja, das war unangenehm. War jetzt nicht außer Kontrolle, aber unangenehm. Und das andere war ich auch alleine, war mal Marion in Deutschland. Und da war die Sache mit dem Dieseltank verstopft, also die Dieselpest. Und da war ich erstmal ja, sachlich überfordert, weil ich damit nicht wusste, wie ich umgehen sollte. Ich wusste nur, der Motor geht nicht mehr an und wusste ja erstmal gar nicht, was es ist. Und da alleine in der Bucht mit meiner Grundangst irgendwann auf den Balearen, wenn es am teuersten ist, geht der Motor kaputt und ich muss in den Hafen, was ja nicht eingetreten ist, aber trotzdem ist die Grundangst eingetreten. Das war erstmal schwierig, aber ich habe ja eine super Lösung gefunden. Von daher war es danach dann doch eine Erfolgsgeschichte im Nachhinein. Ja, war es doch ein super Erlebnis. Ja, aber erstmal war es ganz schön kacke. Okay, ja, das ist ja normal. Was war denn dein schönstes Erlebnis? Mein schönstes Erlebnis war Formentera auf Aitken. Das war für mich so ein Traumdestination, Traumziel. Das war super. Und ich war extrem überrascht von Ibiza. Das hat mir deutlich besser gefallen, als ich dachte. Ich dachte immer, Ibiza ist doof. Und das war echt schön. Trotz allem muss ich sagen, dass für mich das letzte Jahr extrem überschattet war durch die familiären Ereignisse und es schwierig war, alles so zu genießen, wie es hätte sein sollen. Trotz allem haben wir versucht, das Beste draus zu machen. Schwierig war für mich, Christoph so lange und so viel alleine zu lassen. In vielen Situationen ist es einfach immer besser, wenn man zu zweit ist. Aber die Prioritäten in dem Moment waren einfach klar. Und ich war froh, dass er das alles alleine gemacht hat, das Boot schön ans Land gebracht hat und auch gesagt hat, fahr du, ich kümmere mich um alles. Das war wirklich gut und das war, da bin ich auch echt glücklich darüber. Also das Schönste war, dass wir, sehr schön war, dass wir wirklich monatelang nur vor Anker waren und es alles so funktioniert hatte, wie wir uns das überlegt haben, weil wir haben es aufs Blaue rausgemacht und es hat geklappt und das war toll. Sí, para mí. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Genau. Ja, also ich fand das toll, dass unser Konzept aufgegangen ist, monatelang autark vor Anker zu sein, trotz allen Widrigkeiten, schlechten Wetter, Sturm und so weiter. Und das war super. Genau so haben wir es uns vorgestellt und das hat funktioniert. Ja, kannst weiterreden.
heißt der denn schon? See. 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 Läuft. Was soll ich weiterreden? Ja, nochmal. Nochmal. Das waren eure Fragen, die ihr an uns geschickt hattet. Wir hoffen, dass unsere Antworten ja, aussagekräftig genug waren. Wenn nicht, dann gerne nochmal nachhaken, dann kriegt ihr eine richtige Antwort. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann erzählt das gerne weiter und kommentiert gerne und hinterlasst einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. War jetzt deutsch genug, oder? Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Adios.